Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute ist Sonntag, es ist wieder soweit. Ich bin wieder in Kalifornien. Ihr seht, hier steht schon ein schön alter Mercedes mit einem Original Black Plate von 1963. Wir gehen mal heute hier rein bei Morse Imports. Die sind mega cool drauf. Die haben fast nur europäische Autos hier, die sie verkaufen. Und ich nehme mir ein gängiges Auto, pick ich mir mal raus. Den haben sie auch schon bereitgestellt. Einen Oldtimer zu kaufen, worauf man achten sollte. Alter, guck mal, was da jetzt so nebenbei mal ankommt. Ein T1? Geil. Guck dir das mal an. Und guck mal, seinen Hänger. Das ist ja genial. Mega. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Wir verkabeln jetzt erstmal Steve und dann machen wir Cut, damit wir auch Steve hören können. Und dann schauen wir uns einfach mal hier die geilsten Autos an. (1973) Okay. Ferrari 2.4 liter V6 Dino Okay. GTS. It's the smaller brother to the Daytona, which is this large V12 locomotive. Yeah. And that's not as desirable as this petite, nimble, beautiful piece of art. Ganz wichtig, das ist echt ein original amerikanisches Auto, ein US-Auto. Damals haben die Amerikaner auch extrem viel so spezielle Autos wie Ferrari, Lamborghini, Maserati, damals ja auch, aus Europa hierher importiert. Und dann haben sie die Modifikation bekommen für US-Zulassung. Aber hier haben wir ein Original-US-Auto. Das sieht man anhand der Reflektoren vorne und hinten, was Pflicht war. Und dann haben sie die Stoßstangen, die haben hier so einen Dämpfer drin, weil die Amerikaner ganz andere Maßnahmen hatten in Sachen Zulassung. Das heißt, die Knautschzone hat denen nicht gereicht. Die Stoßdämpfer oder die Stoßstangen mussten noch mal einen Dämpfer bekommen, damit die großen Trucks oder Pickups, wenn sie da reinknallen, nicht so einen kleinen Und hier auch noch mal ein Beispiel. Daran könnt ihr auch merken, dass das ein US-Modell ist. Die europäischen Modelle haben kein Horn hier. Nur die US-Modelle, das ist noch mal eine Zusatzsicherung gewesen damals. Nur als Tipp. And how old is the paint job? You know, an older restoration, but well done. It's been cosmetically gone through, as well as mechanically. So engine was just rebuilt, which is an expensive undertaking, right? Yes. So, how much is it? Something 20,000? Oh, this car? No. The rebuild? I think it was about $30,000. $30,000. Bis zu 30.000. Well, you're paying California rates, right? So I know, shop rates are very expensive. I know. But that's okay. A mark specialist, and then you've got just a really nice car that's settled and wearing its skin very well. Das Auto ist lackiert, man sieht die Lackierung. Ich habe schon jetzt 2, 3 Fehler gesehen, die zeige ich euch gleich. Aber es ist eine typisch amerikanische Lackierung, das sehen wir auch. Ich könnte jetzt wetten, dass das eine thermoplastische Lackierung ist. Das ist eine andere Lackart. Es ist viel intensiver, aber auch viel umweltunfreundlicher. Deswegen ist das in Europa nicht mehr erlaubt. Problem ist jetzt, wenn ich jetzt hier einen Kratzer habe oder ich habe hier Steinschläge oder sonstiges, kann ich in Europa keine thermoplastische Lackierung mit meinem Wasserlack einfach steifen und rüber lackieren. Geht nicht. Das heißt, der Lack muss komplett runter und dann in Europa neu lackiert werden. Sonst entstehen Bläschen. Die beiden Materialien, die vertragen sich nicht. Das müsste man nochmal überarbeiten in Deutschland, dass die Scheibe nochmal richtig sitzt und dann noch. Das sind so die Kleinigkeiten, worauf man achten muss, ohne das Auto jetzt auf der Bühne zu haben oder sonstiges. Enzo Ferrari hat dieses Auto Dino genannt nach seinem Sohn. Der ist ja sehr jung verstorben und dann hat er dieses Auto sozusagen seinen Sohn gewidmet. It's original Rosso Corsa? It's actually a color change from Blue Dino. Von Blue Dino? I know. Oh my God. I know. So what do? Do you spend the money and go back? Blau Dino ist viel mehr wert als Rot. Das darf man einfach nicht vergessen. Wenn ich mir einen Oldtimer kaufe und das Auto ist auch, was weiß ich, in Kanariengelb, es muss original bleiben. Achtet immer darauf und stellt noch eine Frage. Stellt dann die Frage nochmal, wie alt ist die Lackierung? 2 Jahre, 3 Jahre. Ist das die Originallackierung? In Amerika kannst du auf gut Deutsch das Auto Freitag abgeben und dann wird es nur noch abgeklebt. Und dann kannst du es Dienstag in deine Wunschfarbe wieder abholen. Und dementsprechend sieht das Auto auch aus. Aber der ist nicht schlecht lackiert. Das Auto soll $550.000 kosten. Tippt mal in die Kommentare ein, was sagt ihr denn? Originalfarbe oder Wunschfarbe bei Oldtimer? Das würde mich mal echt bei euch Oldtimer-Freaks mal interessieren, was ihr darüber denkt. Do you have other cars? We've got lots of other cars over here.
This car we actually found in a barn, 1988 Ferrari 328 GTS. Yeah. And 16,000 miles. 16, das ist nichts für das Auto. Und es ist ein Scheunenfund. But is this the original paint? It's original paint completely. Factory paint. Yes, factory paint depth around, really cosmetically in great condition. Wow, das ist ein Originallack noch vom Werk. Und hier siehst du ein bisschen Steinschläge, hier auch. Yeah, little touch-ups. Aber das ist okay. Ich habe lieber bei so einem Auto so ein Patina, anstatt eine neue Lackierung. Das ist hier viel, viel ehrlicher und viel schöner. Definitiv. And how much is it? About 100,000. 100,000. Yeah. No dash shrinkage, steering wheel not marred up, the top very nice, the seats in excellent condition. So it's a fantastic car. Das ist so typisch Kalifornien. Warum sprechen die uns auf das Armaturenbrett an und Lenkrad? Aber das zeige ich euch an unserer Showcard, was wir vorbereitet haben für euch. Wenn wir das Auto jetzt kaufen würden für $100.000, das ist knapp jetzt auch 100.000 Euro. Autos ab 30 Jahre, das heißt Oldtimer, haben nur noch 7% Verzollung. Dann müssen wir die 7% zahlen, das sind dann 7.000 Euro. Und dann noch Transport. How much is the shipping to Germany now? Yeah, about 3,000 US, I think. 3,000 US. Yeah. For one car. For one car. Or insurance, everything. Yeah, from port to port. Okay, also Hafen zu Hafen, circa $3.000 nochmal. Und jetzt, wenn wir das Ganze zusammenrechnen, haben wir 110.000 Euro circa. Dann ist das Auto in Deutschland. Da müssen wir noch TÜV zulassen und so weiter. Dann sagen wir mal 115.000 Euro. Du kriegst einen sehr, sehr guten 328 GTS in Deutschland, gerade für ungefähr 60 bis 80. Aber hier muss man natürlich die Historie sich anschauen und nochmal richtig anschauen. Wenn das echt ein Scheunenfund ist und wenn das echt ein Originallack ist, könnte man es investieren. Ja, könnte man. Serie 3 E-Type, guckt euch das mal an. Oh my God, that's horrible. It hurts. Oh my God. Optics is so bad. Ihr müsst hier euch ja den Motor anschauen. Das ist ein 12-Zylinder, Dreifachvergaser. Guck mal, wie viel Technik 1974 verbaut worden ist. Dass hier das Auto empfindlich ist und ausschlaggebend ist, dass was kaputt gehen kann, ist nahezu garantiert. Okay? Deswegen, Serie 3 ist optisch leider, es ist immer noch Geschmackssache, aber optisch sehr, sehr hässlich geworden. Die Rückleuchten hinten markant, die Frontleuchten. Aber es hat einen Vorteil, was der Serie 1 nicht hat, der steht nämlich daneben. Der Serie 1 ist für mich der schönste, hat auch aber nur einen 6-Zylinder-Motor, aber der funktioniert auch. Das einzige Problem bei den 6-Zylinder, that's a flat floor car, huh? It's, you know, so this is a series 1.5. Ah, 1.5. So okay. it does have the concave floor, which I think is better. So instead of the 3.8, it's got the 4.2. So it starts to kind of improve, I think, a little bit. Okay. Yeah. Also jetzt ist doch kein Flat Floor, weil das Serie 1,5 ist. Okay? Bei Serie 1, can I say that? Bei Serie 1 ist es so, du steigst rein und Flat Floor bedeutet, der hat gar keine Mulde mehr, also du tauchst nicht drin ab, du liegst fast drin. Und das ist halt mega ungemütlich für längere Strecken. Oder wenn du ein Oldtimer-Rallye fährst und 9 Stunden so drin liegst, alter Schwede, dann hast du Rückenschaden, dann hast du alle Schäden der Welt. Okay? Das hat der Serie 3 nicht mehr. Der Serie 3 ist wie ein normales Fahrzeug. Du steigst ein und hast hier, wie nennt man das denn? Mulde? Ja. Da hast du eine Mulde, ganz normal, wie wir es kennen. Und bei Flat Floor steht, das Auto ist gerade unten und hat gar keine Mulde, wo du dein Bein runterkriegen kannst und du musst echt liegen, um zu fahren. Das ist krass. Aber jeder schwört auf Serie 1, weil das ist das Auto schlechthin. Das ist Serie 1,5 und bei alle Oldtimer-Rallyes, die du daran teilnimmst, da sind immer E-Types dabei. Fast immer, statistisch gesehen, die ersten E-Types, die bleiben stehen. Da funktioniert das nicht, deswegen sehr anfällig. Entschuldigung, dass ich euch heute so voll laber, aber wir gehen zu dem Fahrzeug, was Steve für uns vorbereitet hat, was wir jetzt besprechen. Und zwar ist das der weiße Porsche 911er. 80.000 Meilen, erste Hand das Auto. Es ist ein SC, es ist ein Einstiegsmodell, das G-Modell. Das ist so typisch, wie wir jetzt hier mal eine Nummer. Ich fange von vorne an, wir gehen dann nach hinten und sagen, worauf ihr zu achten habt, ob das Auto tauglich.
First, how much is this car? 60,000. 60.000, okay, 60.000. Erste Sache, was ich mega hässlich finde, sind die in Wagenfarbe, in Weiß, für mich ein No-Go. Das würde ich sofort in Schwarz umlackieren. Da haben wir ein bisschen Kontrast drin. Erstmal, normalerweise ist hier ein Aufkleber drin, wo Porsche sozusagen die Fahrgestellnummer digital ausgedruckt hat, die Ausstattungsliste, die Ausstattungscodes drin hat und so weiter. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn es drin ist. Das heißt, es ist original. Hier ist es nicht drin. Ist es für the front bumper? Yeah, Das, the broad, the oh front my broad. God. Oh It's my terrible, God. right? Guck mal, das ist echt Leder. Heutzutage klebt man Folie. Und damals hast du so einen Lederbezug raufgezogen, damit du keine Steinschläge vorne bekommst. Ist doch krass, oder? Was ist das hier? Kompressor? Ist es original? Yes, and it actually would be date. I think these are actually date stamped. Also das ist, damit du dein Ersatzrad aufpumpen kannst. You have wait 10 years. I know, exactly. Also Werkzeugkiste ist schon mal da, sehr gut. Hier ist die Heizungsanlage und so weiter. Ob da irgendwie was gammelig ist, Rost ist oder sonstiges. Das sieht hier sehr, sehr gut aus. Ist alles okay. Es ist ein typisch kalifornisches Auto. Aber Kalifornien hin und her. Wenn es direkt am Meer ist, dann nützt es auch nichts. Die Batterie ist direkt auf der Karosse und wenn das Auto irgendwann mal lange steht und die Batterie die Säure rausgeschossen hat, fängt das Auto dann an zu gammeln. Und da muss man auch drauf achten, es ist auch nicht so, es ist auch alles okay. So, und dann gucken wir uns hier einmal an, das Auto wurde definitiv schon mal lackiert, weil hier hat er eine Lacknase. Ne? Ist es original white? I believe so. Okay. Yeah, especially as you see into here, the smuggler's box. Okay. These definitely would have been painted. Okay. Because the sticker is that. Yeah, so hood's definitely either been replaced. Yes. Yeah, definitely no option sticker on this car. Okay. Also Option Sticker ist weg, aber das Auto wurde definitiv schon mal lackiert, auf jeden Fall. Und dann machen wir einmal die Haube wieder zu. Bei Porsche gibt es kein Verzeihen. Hier muss die Spaltmaße müssen perfekt sein. Dann gucken wir uns einmal hier die Spaltmaße an, hier die Spaltmaße an. Bei die Haube kannst du noch ein bisschen justieren. Manchmal ist die Haube nicht mehr so richtig eingestellt wegen auf, zu, aber das sieht hier okay aus. Das Auto hat von vorne, ich würde mal zu 99% sogar sagen, hat er keinen Unfall gehabt. Dann gehen wir hier zur Seite und gucken uns das Ganze hier an der Seite an, greifen hier mal rein und gucken, wie die Kotflügelwalzung ist. Ist es original oder hat er irgendwelche Wellen drin? Und wenn er da Wellen drin hat, dann ist auch immer so ein Zeichen, dass sie das wieder zusammengedastelt haben, gespachtelt haben und dann rüber lackiert haben. Ich habe jetzt heute kein Lackschichtmessgerät dabei, das ist eine Pflicht, das musst du dabei haben. Aber das sieht hier auch gut aus. Radlauf innen schauen wir uns einmal an, wie ist da, haben die da Bodenschutz draufgeknallt oder nicht. Hier ist alles noch original vom Werk, da ist kein Bodenschutz, da ist sogar noch Wachs vom Werk drauf. Das gibt es nur in Kalifornien. So. Unsere Antenne, hier ist auch ein Zeichen, dass auch Kotflügel lackiert worden ist, weil die ist auch nicht gut lackiert worden. Siehst du das? Hier. Und es wurde nicht alles rausgenommen zum Lackieren. Das siehst du hier. Hier habe ich auf meine Dichtung weiß drauf. So, und dann heben wir die Dichtung mal hoch, schauen runter, da kommt Dreck. Und da siehst du, wie weiß das ist hier. Siehst du das? Das ist ein Zeichen, dass das Auto einmal komplett lackiert worden ist. Amerikanische Lackierung, Scheibe raus, kostet ja einen halben Tag. Lassen wir drin, kleben wir ab. Ganz wichtig auch hier bei dem Porsche, bei den G-Modellen, immer die Scheibenrahmen sich anschauen. Weil wenn hier irgendwas anfangen würde zu blühen, das wird teuer. Da musst du einen Schweißer finden, der diese Kante wieder schön schweißen kann. Und dann muss das Auto wieder lackiert werden. Und es ist schwierig, jetzt nur diese Stelle zu lackieren. Das heißt, du musst das komplett lackieren, das Auto. Auch mal hochheben und da mal runterschauen, wie es ist. Weil meistens verschiebt sich das Ganze, weil es ist ja nur eine Gummidichtung. Und dann sammelt sich irgendwo Wasser. Und dann fängt es irgendwann mal an zu blühen oder zu gammeln. Wenn ich in Kalifornien, in San Francisco mir ein Auto anschaue, der direkt am Meer wohnt, da rostet das Auto viel schlimmer als in Deutschland, durch Salz. Aber wenn ich in Südkalifornien bin, im LA-Bereich oder Richtung San Diego, da ist es so trocken, da kann es kaum rosten. Okay? Deswegen muss man da auch drauf achten. Jetzt geht es hier weiter. Dann gucken wir uns einmal die Scheiben, also die Regenrinne an, ob die okay ist. Die ist hier einwandfrei, die ist gut. Und wenn wir schon hier sind, gucken wir uns dann einmal hier die Spaltmaße von Tür an, auch gut. Okay? Und dann gehen wir hier runter. Und hier ist wieder ein Zeichen, dass er lackiert worden ist. Hier, die haben auch diese Gummidichtung nicht abgenommen. Okay? Dann gehen wir hier, gucken uns hier einmal die Tür
Rahmen an, wie sind die und Spaltmaße, ist mein Tür bündig oder nicht. Die Tür könnte ein bisschen eingestellt werden. So, und dann machen wir die Tür auf und meistens erfahren wir jetzt die Wahrheit, ob das Auto lackiert worden oder nicht, bei Porsche direkt. Da gucken wir mal hier rein. Hier vorne rein, weil das wird kaum einer lackieren, okay? Und da können wir immer sehen, ist da ein Farbunterschied oder nicht. Und du siehst, dass diese Farbe ein bisschen gelblicher ist als hier oben. Weißt du? Das ist ein Zeichen hier auch, dass das Auto auf jeden Fall schon mal lackiert worden ist. Was aber nicht schlimm ist. Es ist eine reine Preisfrage. Habe ich ein frisch lackiertes Auto oder nicht? Dann gucken wir uns hier die Scheibenrahmen an, ob die gerostet sind oder nicht. Hier ist alles gut. Hier die Weißen sind auch okay. Hier gucken wir auch einmal rein. Okay, und wir brauchen auf jeden Fall auch eine Hebebühne für so ein Auto. Dann haben wir hier die Spaltmaße. Also die Lampe sieht auch nicht so 100% drin aus. Also das ist kein astreines Auto. Definitiv nicht. Da sieht man auch hier hat sich was verzogen. Meine Reflektoren hinten stimmen nicht ganz. Die sind auch hier abgebrochen. Und so ein Reflektor, sagt man ja, es kostet ja kein Geld. Ja, aber krieg mal ein, wo auch Porsche-Zeichen drin steht. E-Prüfkennzeichen haben alle hinteren Lampen. Das heißt, die hinteren Lampen muss ich nicht wechseln. Und dann der Motor. So. Sofort, als ich den Motor aufgemacht habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Der Motor ist warm. Okay? Das ist immer ein Zeichen dafür, dass er eventuell, wenn er kalt ist und wenn ich den starte, dass er nicht gut läuft. Deswegen muss man immer sagen, wenn man hierher kommen möchte, mach es nicht an. Damit man einmal den Kaltstart mal mitbekommt. Haut er hinten Weißrauch raus, haut er eventuell Schwarzrauch raus. Am besten sollte er gar nicht rauchen. Schwarz bedeutet, er verbrennt Sprit. Weiß ist richtig schlimm. So weiß-bläulich bedeutet, er verbrennt Öl. Und das ist dann immer ein Zeichen dafür, nimm mich bitte raus, revidiere mich und tu mich wieder rein. Und der 911er 6-Zylinder Boxermotor bis bei 15.000 €. Dann gucken wir uns hier die Aufkleber an, dass die original sind oder nicht. Die sind original, das ist immer ein Zeichen dafür, dass er hinten keinen Unfall hatte. Okay? Und dann haben wir hinten die Streben, die wir uns nochmal anschauen, ob die Wölbungen haben oder ob die original sind und original mit Strukturlack lackiert sind. Das ist immer ein Zeichen auch, dass das Auto 100% hinten keinen Unfall hatte. Da an der Seite sieht man das auch. Ich könnte euch jetzt bis morgen alles erzählen. Okay, das sind jetzt grob die Punkte, die ich mir jetzt anschaue. So, dann geht es hier weiter. Hier siehst du auch überall ein Zeichen, dass das Auto lackiert worden ist und nichts auseinandergebaut worden ist. Komm mal her. Hier ist alles weiß. Ne? So. Dann gehen wir rein und gucken uns die Innenausstattung an. Wenn wir die Tür aufmachen, gucken wir uns erstmal die Türverkleidung an. Ist die Türverkleidung okay oder nicht? So. Dieses Auto ist ja schon so eine Art Zwitter-Modell, hat schon elektrische Fenster bekommen und so weiter. Bei den 964ern, 993 war das ja schon normal, aber hier müssen wir uns das anschauen. Dann gucken wir uns die Sitze an, die Einstiegsleisten. Hier fängt das Auto schon an, hier hochzukommen, aber es ist noch reparabel. Du musst die Innenausstattung dafür nicht neu machen. Und dann setzen wir uns rein. Can I sit in? Okay. Dann setzen wir uns rein und gucken, wie die Polsterung allgemein ist. Und die Polsterung ist okay, die ist gut. Es gibt Autos, die sind die Polsterung durch und dann sitzt du so drin, da brauchst du 3 Kissen, um dann wieder rauszugucken. Samuel, du brauchst 3 Kissen. Armaturenbrett sich anschauen bei Kalifornien Autos. Durch die knallende Sonne, die da reinschallt, das ist jetzt ein Lederarmaturenbrett, entweder reißt es oder das Leder zieht sich zusammen. Und das sieht hier auch sehr gut aus. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass das Auto in der Garage stand. Auch hier mal immer gucken, ob meine Schiene okay ist, ob meine Schiene frei ist. Weil manchmal muss es richtig so ran und dann geht's. Aber hier ist es auch alles super. Und dann bei der Probefahrt müssen wir natürlich gucken, funktioniert mein Schiebedach? Wie fährt sich das Auto? Springt ein Gang rein, raus oder nicht? Und ein Porsche musst du warm laufen lassen, richtig fahren und dann wieder hinstellen und dann gucken, verliert er Öl, verliert er kein Öl, tropft der oder schwitzt der. Denn hier reden wir über richtig Kohle. Der macht innen einen Mega-Eindruck. Auch mein Himmel ist noch einwandfrei. Alles super. Ich mache mal einmal Schiebedach. Ist auch immer ein Mega-Trick mit Schiebedach. Weil, wo ist mein Schiebedach? Das ist doch hier. Ja, hier. Der hat nicht klassisch den Knopf hier oben. Der hat hier unten seinen Knopf. So, und dann machen wir das Schiebedach auf. Fahren den nur halb raus. Machen den. Ja, okay. Dann fängt er an zu schimpfen. Und dann gucken wir uns das Ganze hier im Schiebedachbereich an. Fängt er da an zu gammeln oder nicht? Und da ist, also ich gebe dieses Auto eine klassische 3.
Das Auto, wie es hier steht, karosserietechnisch ist es eine befriedigend, weil wir in Deutschland sind sehr verwöhnt. Und bei allem Respekt, alle Porsche-Käufer, ihr seid die Schlimmsten. Ihr seid die Schlimmsten. Ihr kommt immer mit einer Lupe und wollt einen Neuwagen haben und das Ganze so günstig wie möglich. Dieses Auto wäre für den klassischen Porsche Classic 911er Fahrer, der würde das Auto als Schrott abstempeln und ich nicht. Also mein Fazit für dieses Auto ist, es ist okay, aber nicht 60.000 $. Ich würde hierfür 40 zahlen, dann würde ich das Auto nach Deutschland schicken und dann würde ich das Auto einmal professionell lackieren lassen. Normalerweise, wenn ich nach Amerika komme und mir ein Auto kaufen möchte, nehme ich pro Tag mir Zeit für ein Auto. Wenn mich das Auto packt und wenn ich dafür Interesse habe. Wenn ich jetzt beim zweiten Punkt gesehen hätte, nee, der hat einen Schaden vorne und da passt das und das nicht, die Dichtung ist kaputt und der rostet um seine Scheiben, dann bin ich nach 5 Minuten hier durch. Es ist ganz, ganz wichtig, nehmt euch Zeit, fragt 2, 3 Mal und ihr seht, immer beim zweiten, dritten Mal fragen, hat Steve die Fragen beantwortet, richtig. Wenn ihr so eine Haube vorne aufmacht, schämt euch nicht, nehmt alles raus, guckt euch die Karosse richtig an. Besorgt eine Hebebühne. Wenn er keine Hebebühne besorgt, dann hat er was zu vertuschen. Das ist einfach so. Die Dimension, was die Strecken betrifft, ist auch anders. Ich habe es immer so gemacht, ich habe mich hingesetzt einen Abend vorher und habe mir eine Route festgelegt, dass ich gesagt habe, so das ist meine Route und das sind meine 4 Autos oder 3 Autos, die ich mir heute anschauen möchte. Falls Nummer 1 nichts wird, kann ich zu 2, falls Nummer 2 nicht weiter. Es sei denn, ich habe Nummer 2 gesehen und ich habe den ganzen Tag gebraucht, dann bin ich nicht mehr weitergefahren. Aber hier kannst du nicht auf einmal sagen, ach, jetzt bin ich in Winterhude, Hamburg, ich schaue mir das Auto an. Der nächste steht ja in Wilhelmsburg, das ist ja nur 15 Minuten oder 20 Minuten entfernt. Nein, hier redest du immer von 1 Stunde, 1,5 Stunden. Ne? Und wenn Traffic ist, 3 Stunden. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Schaltet nächste Woche wieder ein, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr die Beiträge nicht verpasst. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder.